Ja, guten Tag. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, schauen wir mal, was diesmal so alles so passiert, weil Martyn Hamish hat sich ja im letzten Teil sich umgebracht. Ja, und Martyn Hamish war ja unsere heiße Spur. Oder hat er uns jetzt hier noch ausgespuckt, weil ich habe jetzt gerade das Spiel neu geladen. Kann sein, dass jetzt noch das... Farmhouse. Ah, doch. My God! Scheinbar doch. We found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Genau, eigentlich waren wir da, aber irgendwie hat er da scheinbar nichts dazwischen gespeichert. Aber ist egal. Dann haben wir jetzt nochmal die Leiche gesehen und die werden wir sowieso noch sehen müssen, weil wir müssen jetzt nach Scotland Yard. So. Weiter geht's dann in Scotland Yard. Oder bei Scotland Yard. So, Mr. Holmes, ne, ist der auch am Start. Mr. Holmes? Mhm, genau. Der bin ich. Der bin ich, ja. Dann gehen wir einmal nach unten. Hallo? Hier ist der Hamish. Im Lagerraum. Wo sind die denn hingepackt? Ja, ich glaube nicht, ne? Ja, schauen wir nicht, weil hier ist er nicht, ne? Dann gehen wir wieder. Dann muss der ja nochmal bei Q-Garn sein. Ja, hier war der ja, ne? Ah, wo soll denn jetzt der Lagerraum sein? Vor allem, warum hängen die denn da ab? Vielleicht kann die schlaue Karte mal hier helfen. Ja, grüßen aus. Vor allem, dass wir hier Lagerraum haben. Ach, hier. Also ganz am Anfang. Da gibt es wirklich. Okay, aber ich jetzt nichts gesagt haben. Steht sich im Weg. Da war auch eine Karte, ne? Das ist halt schöner. So, wir haben als erstes hier Bürogebäude. Jetzt hat das hier. Achso, da liegt er. Geil. Ah, natürlich jetzt nicht so toll. Ja, mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dann hat es verdient zu sterben, aber ich kann es mir nicht verzeihen, sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Flemish sind immer Opfer unserer Umstände geworden und ich selbst bilde da keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünde büßen und das werde ich hier jetzt tun. Leb wohl. Okay. Abschiedsbrief. The mark around the neck is very visible. He died instantly.
Martyn Hamish Füße. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Okay. Martyn Hamish Leichenuntersuchung abgeschlossen. So. Klumpfuß, Hamish Geständnis. Handelte Hamish alleine? Martyn Hamish konnte aufgrund der Tibia-Torsion an seinem Klumpfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hat, die Tür zum Koloniallos abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hatte er vielleicht einen Komplizen? Okay, das ist natürlich... Will Lestrade reden. Unterhalten Sie sich mit Lestrade über die neuen Hinweise, die Sie am Martyn Hamish Leiche entdeckt haben. Ja. Machen wir uns einfach mal. Eine tolle Mission. Hallo? Ich soll mit dir reden. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. Genau, richtig. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Okay. Martyn Hamish und Montague Drone trafen sich gegen 9:30 mit Albert im Satos. So, das sind die schon mal jetzt. Albert trifft Montague dann. Genau. Um ca. 20 vor 10 gingen Hamish und Montague Dune in den Hinterhof. Nach 10 Minuten setzte Dune seine Inspektion fest und betrat das Wüstenhaus. Hamish kehrt zurück ins Rathaus. Circa 20 vor 10 gegen Hamish und Montague Dune. So, wäre auf jeden Fall hier, ne? Setzte Dune seine Inspektion vor, betrat das Hamish, kehrt zurück ins Rathaus. So, hier den ja. Da mal den hier. Martyn Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Miss White hielt sich bis 10 Uhr 14 im Labor auf. Als er dann schließlich Hamish und Albert in Seerosenhaus sah und sich zu ihnen gesellte. Martyn Hamish hat um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White.
Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf und sie entschied sich Hamish und Albert im Seerosenhaus sah und sich zu ihm gesellte. Hamish lief sofort zu Albert, als er sah, dass Montague June nicht gut ging. Das war gegen 10:30. Albert hielt sich den ganzen Morgen im Satos auf. Um 10:10 sah er, wie Hannah von seinem Gespräch mit Miss White zurückkehrte. Hamish. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martyn Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. That's it. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martyn Hamish in killing Montague Dunn. Lestat in Cugans. Martyn Hamish. Komplizin. Oh doch. Was haben wir jetzt denn für eine neue Aufgabe? Wer hat gemeinsame Sache da gemacht? Albert hatte Zeit. White hatte auch Zeit. Albert hatte eigentlich keine Zeit. Okay, White ist eine Komplizin. Ja, da muss eigentlich Miss White da Komplizin sein. Aber genau weiß man doch nicht. Ist auch keiner mehr. Das ist schwierig alles. Aber wo sind die anderen jetzt auch? Kann die ja aktuell nicht befragen. Vielleicht sind die hier bei der Göttingen Gesellschaft.
Man weiß ja nie. Weil ist ja immer noch nicht so richtig eindeutig, ne? Ist nur Vermutung, weil sie eben sehr viel Zeit hatte. Scheinbar gibt es auch jetzt nicht mehr nicht Hinweise. Margaret White war Martyn Hamish Komplize beim Mord an Margaret John. Ihre berufliche Ambitionen und ihre persönliche gesellschaftliche Situation hatte unter ihrer Trennung von June gelitten. Gnade für Miss White. Ne, keine Gnade erstmal. Für die sein. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martyn Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Okay. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martyn Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Rodine ist gemacht. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Tja. This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Keine Gnade für White, halten um. Wir machen eine Entscheidung bestätigen. Okay. 92%, okay. Scheint halt auch wohl richtig zu sein, ne? Schüsse beim Mondlicht. Ja, ich würde auch mal sagen, Schüsse beim Mondlicht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bewertet mal ruhig den Teil und bis dann. Tschüss.